Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Herzenssache von Madame Fogana. Ihr habt ja vielleicht beim letzten Mal schon gehört, wie es Bettina in Accra so ergeht, mit welchen Schwierigkeiten man da zu kämpfen hat, wie man da so lebt, was teuer ist, was man vermisst. Und dann wollten wir natürlich im Gegenzug auch noch mal erzählen, oder Bettina soll uns mal berichten, wie es denn eigentlich auf dem Land zugeht. Also in einem Dorf, wo man vielleicht nur 500 oder 1000 Einwohner hat und nicht ein paar Millionen. Und wie da eigentlich alles anders funktioniert und aber mit welchen Schwierigkeiten man vielleicht da zu kämpfen hat. Vielleicht magst du uns da mal berichten, wie das dann da war, weil du warst ja schon im Dorf gelebt und würdest da ja gerne wieder hin zurück wollen, wenn das nicht mit der Schule und Klaus da nicht so möglich wäre, wärst du ja schon wieder irgendwo in Apewu oder in Prahoho oder irgendwie so. Ja, schön, dass wir heute uns hier wieder treffen. Ich bin aktuell in München bei Christine, deswegen haben wir hier so ein nettes, relaxtes Setting. Wir hoffen, alle, die den Podcast anschauen, ihr freut euch, dass ihr uns mal in so einer Atmosphäre seht. Ja, und letzte Woche, beziehungsweise nicht letzte Woche, sondern im letzten Podcast haben wir uns ja über Accra und so unterhalten, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Und im Dorf, wo wir die Projekte ja durchführen, da ist der Alltag natürlich nochmal ein ganz anderer. Das kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt da zusammen als Team sind. Zum Beispiel, wenn wir einen neuen Projektvorschlag von einem Dorf bekommen, dann ist natürlich was anderes, als wenn wir das Projekt durchführen. Ne? Also ob man wirklich nur eine kurze Stippvisite macht und das Dorf besucht und einfach Mal die Lage checkt. Genau, den Antrag Was wollen die denn eigentlich genau und wo soll es hin? Ja, wo wird es gebaut? Und so, ja. Genau. Okay. Also das ist eben der eine Ansatz und auf den wir vielleicht mal kurz eingehen können. Und das zweite ist dann halt wirklich, wenn unsere Mitarbeiter vor Ort sind. Und dann die Projekte, zum Beispiel wie das Kinderheim in Ho, das ja einen kompletten Tagesablauf auch hat. Ne? Ja, klar. So. Und wenn ich halt da vor Ort bin, ist halt auch nochmal anders. Also vielleicht mal das Erste, wenn das jetzt quasi, da gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein, vielleicht wie dann so ein Projekt entsteht. Also es sagt ein Dorf X, hallo, da sind wir jetzt und ach, wir haben gehört, Madame Fogana, ihr setzt ganz tolle Projekte um. Wir möchten jetzt gerne eine Schule. Dann flattert da bei Viktor oder bei dir auf den Tisch der Antrag. Hallo, wir sind Dorf X, wir hätten gerne Schule, weil. Und dann fährt Viktor dahin, das ist eben dieser Besuch und schaut sich das jetzt erstmal an. Genau. Dieser Antrag, da sind wir, glaube ich, schon mal auch auf in einer der ersten Folgen, müsst ihr mal die ersten Folgen hören, eingegangen, kann halt, also der erste Kontakt, die erste Kontaktaufnahme, genau. Die ist meistens halt informell. Wir haben dann aber eben bestimmte Formulare, die ausgefüllt werden. Und dann kommt es natürlich drauf an, Christine, wo das ist. Also ob es jetzt nah an unserem Büro ist, also unser Hauptquartier sozusagen, unser Hauptbüro ist ja in Kumasi, also in der Mitte, nicht ganz, ne, in der Mitte Ghanas. Und dann schauen wir, je nachdem, wo das Projekt ist, ob zum Beispiel schon ein Team vor Ort ist. Das kann dann Viktor sein, unser Projektleiter von Madame Fogana in Ghana. Das kann aber eben auch zum Beispiel das Team aus dem Kinderheim Ho sein, Happy, unsere Kinderheimleitung, die quasi so ein bisschen für die Volta-Region zuständig ist. Wenn ihr euch einfach mal auf der Karte umschaut, Ghana ist ja ungefähr so groß wie Deutschland. Wenn man da von A nach B fahren will, dann bist du ein paar Tage unterwegs. Und das versuchen wir natürlich auch zu vermeiden, weil natürlich auch Kosten durch entstehen. Ja, ne? ist klar. Also da Aber so wie ist effektiv wie möglich zu arbeiten. Jetzt, wenn man aber wenn jetzt Viktor weiter weg muss, also dann kommt er da in so ein Dorf, dann gibt es ja da kein Hotel. Und wie ist denn das dann mit dem Wasser? Weil wir wollten ja so ein bisschen mit der Lebenssituation, wie ist es da so? Ja, was mache ich da? Also da kommt Viktor dann an und dann schläft er in einer der Hütten oder... Genau, also das kommt jetzt wieder darauf an, wo es ist. Ja. Ne? Also es kann sein, dass einfach die Dorfgemeinschaft oder das Städtchen oder die Gemeinde, sagen wir mal, eine Übernachtungsmöglichkeit, einfach wenn es so weit weg ist von allem, da geschaffen hat. Ne? Dann wird da zusammengerückt und ein Zimmer oder so freigemacht. Aber
häufig, weil der Viktor ja einfach der Chef ist und einfach auch unheimlich beschäftigt ist, hat der eigentlich gar keine Zeit, da ständig überall an einer Stelle zu übernachten. Der fährt jetzt vielleicht morgens dahin mit zum Beispiel einem von unseren Ingenieuren, wenn es ein Wasserprojekt mit unserem Chefklempner und mit unserem Chefvorarbeiter oder so, gucken sich die Lage an, sprechen mit den relevanten Personen und dann fahren die schon wieder zurück. Okay. Ne? Oder beziehungsweise in eine andere Region oder Richtung oder Dorf und übernachten dann unterwegs. Was mir total wichtig ist einfach, dass die Mitarbeiter generell eine sichere Unterkunft haben. Dass die wirklich, manchmal muss man sagen, generell ist Ghana sicher, aber es ist manchmal sehr schwierig für die Mitarbeiter zu gucken, wo bin ich auch sicher. Weil einfach auch dieser Hintergedanke manchmal ist, die haben Geld dabei. Ne, es gibt halt genau wie überall auch Überfälle, ne, und so. Da sagt mir Viktor auch immer zum Beispiel, der macht ganz, ganz selten, lässt er mich wissen, wo er jetzt wirklich ist. Ja. Also in welchem Dorf einfach, weil manchmal dieser Hintergedanke von Menschen ist, die haben Geld dabei, das ist ein NGO und das ist einfach die Sicherheit der Mitarbeiter ist einfach total wichtig. Und da gucke ich dann schon, oder die sind ja auch selber groß, dass sie zum Beispiel im guten Hotel sind. Also wird gesagt, so, ihr müsst zurückfahren oder ihr müsst eine Pause machen, ne? Weil wir eben auch schon überfallen worden sind, weil der Viktor schon Gewehr am Kopf hatte in so einem Überlandtrip. Da müssen wir einfach gucken, dass die sicher sind. Also die Sicherheit ist ganz, ganz wichtig und dass wir manchmal einfach schauen, in welcher Region ist es und dass man so Aufenthalte bündelt. Also wenn wir mehrere Anträge haben, also ich sag mal, wenn wir einen Antrag von einem Dorf haben, kann man ja auch heutzutage Gott sei Dank viel kommunizieren. Dann lassen die sich schon mal WhatsApp-Fotos schicken, schon mal ein Video machen von der Wasserstelle, dass das Team Eindruck kriegt. Dass man dann da schon, Und wir gucken halt, nicht jeder Antrag von einem Dorf wird von Anfang an komplett ausgearbeitet. In der letzten Folge haben wir euch ja auch von den Kursschwankungen ein bisschen erzählt, sodass man einfach nicht schon von vornherein Kostenvoranschlag machen kann. Du, in einem halben Jahr habe ich einen Spender gefunden oder in 3 Monaten und sind die Kosten ganz andere. Ich würde eher mit so einem groben Überblick. Okay. Aber mein Team, um darauf zurückzukommen, oder unser Team oder wir schlafen dann da im Dorf, ne, oder irgendwo halt in so einem kleinen Gästehaus. Es ist weniger so Hotel, wie wir das vielleicht im Kopf haben, sondern eher so Gästehaus. Oder so. Okay. Oder so Pensionen mehr, so Ja, was Kleines. genau. Was Kleines. Ja, Airbnb, sowas. Ja, genau. Dann gibt es ja, also ich sage jetzt mal in Accra, wo du wohnst, da drehst du wahrscheinlich auch einfach den Wasserhahn auf und dann kommt das Wasser raus. Das ist jetzt ja im Dorf wahrscheinlich nicht so. Nee. In den meisten nicht, es sei denn, wir haben eine Wasserversorgung gemacht. Und da drehst du auch nicht den Hahn auf, da kommst du bei dir zu Hause. Musst du auch irgendwo hingehen und musst das Wasser halt dann holen? Genau. Man muss einfach sagen, die Menschen sind halt sehr, sehr gastfreundlich. Zum einen natürlich haben sie uns eingeladen. Ja. Also auch wenn wir hier einen Gast einladen, dann erwarten wir ja nicht, dass der seine ganzen Sachen mitbringt, sondern dann kriege ich einen Gast, dann weiß ich habe für den Essen und zu trinken und so weiter. So ist das da genauso. Und ich meine, du hast es ja selber erlebt, die Gastfreundschaft in so einem Dorf ist einfach Wahnsinn. Toll. Da kümmern die sich natürlich um meine Mitarbeiter, die Jungs und so weiter, dass die eben auch Verpflegung und so kriegen und einheimisches Essen. Es gibt ja diese Jobbars, also wie so ein kleiner Snack-Imbiss irgendwie, weiß ich nicht, wie kann man das denn sagen? Ja, Imbiss ist eigentlich ganz gut. Genau, wo man einfach Essen kaufen kann. Ja, genau. So, ne? Takeaway, ne? Ja, Wo man so. so Essen zum Mitnehmen, genau. Also das ist meistens kein Problem. Der Tag fängt halt sehr, sehr, sehr früh an. Wegen Also der Hitze auch schon mal? wegen der Hitze, und der Viktor hat einfach wahnsinnig viel, weil bei der ist der Dreh- und Angelpunkt, ne? Ja, also klar. der ist so resilient, der ist wirklich dafür gemacht, ansonsten könnte das gar nicht, kann man es gar nicht machen. Der ist so ab 4 Uhr morgens ist der irgendwie unterwegs, so bis Mitternacht, keine Ahnung. Und ist halt so der Dreh- und Angelpunkt, weil er eben vor Ort einfach die Sachen koordiniert. Und wenn ich mitkomme oder wir in so einem Stadium sind, wo wir vielleicht dann auch so ein bisschen Dokumentation machen, wenn ihr bei uns auf Instagram, den Kanal habt ihr hoffentlich ja alle abonniert, ne, Madame Fogana auf Instagram oder auf Facebook schaut, dann machen wir halt auch viele so kurze Videos. Das erfordert natürlich auch einfach nochmal Ressourcen, ne, dass man einfach die richtigen Leute mitnimmt, die auch eine Kamera bedienen können, dass wir Schulungen machen, dass unsere lokalen Mitarbeiter vor Ort eben Videos und Fotos machen können, weil es ja auch Kosten sind, dass man nicht extra jemanden schicken muss, der nur Fotos macht. Ist schon klar. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, also wie du ja in Accra wohnst als Frau,
Wie unterscheidet sich das jetzt von der Frau, die im Dorf wohnt, von ihrem Tagesablauf? Ja, die steht früh auf, hast du gerade Ja. gesagt. Dann, was passiert dann? Dann geht sie erstmal zum Brunnen, wenn einer da ist, und Ja. holt Wasser. Genau. Wie lange dauert es dann? Also wie viel Zeit muss man da immer rechnen? Ja, das was ist halt macht sie dann? Baut sie irgendwas an? Oder ja, was machen die Männer da? Wie ist da der Tagesablauf? Ja, das kommt einfach da auch drauf an, was die Leute für Berufe haben. Also nur weil man jetzt auf dem Dorf oder sagen wir mal in einer dörflichen Struktur wohnt, haben die Leute genauso Jobs, ja, fahren dann vielleicht mit so einem Überland-Trotro, mit so einem Ja. Überland-Bus in die nächste größere Stadt und arbeiten da als Lehrerin, Krankenschwester, in der Apotheke, als Verkäuferin, als jemand, der sauber macht oder was auch immer, Da ist das ein genauso Tagesablauf wie bei uns in Deutschland auch. Also stehst auf, machst deine Sachen fertig. Generell wird im Dorf natürlich auch gefegt. Morgens hört man, erinnerst du dich, hört man immer dieses Scht, Scht, Scht. Ja, wo die alle halt fegen. Also es wird quasi morgens, generell kann man schon sagen, dass morgens sauber gemacht wird. So bevor, also es ist so das Erste, bevor man auch duscht und so, wird da gefegt und sag mal, die Sachen aufgeräumt und gemacht. Vielleicht noch die Abwäsche von der letzten Nacht, also von der letzten Mahlzeit gemacht. Dann wird Wasser geholt. Das dauert, Christine, weißt du, wenn das Wasserloch eine halbe Stunde weg ist, dauert es eine halbe Stunde, eine Stunde hin und zurück zu laufen. Wenn es eine Wasserversorgung gibt, geht man halt an den Brunnen, holt Wasser. Meistens schon auch so für den Tagesbedarf, sage ich jetzt mal, mit den großen Eimern oder Schüsseln. Das meine ich nicht despektierlich oder unhöflich oder so. Ist so ein bisschen, ich sag mal, für uns, für Leute, die noch nie da waren und sich das nicht vorstellen können, ich sag mal, so ein Camping. Ja. Ja, wie als ob man mit dem Zelt, ne? So, da macht man auch alles manuell. Das kann man schon vergleichen, wie gesagt, ohne dass ich das böse oder so meine. Ist halt, ja. Kann man so, für uns wäre das so ein Camping-Alltag, sag ich mal, ne? Dann wird manchmal gefrühstückt, manchmal nicht, weil eigentlich die erste Mahlzeit ein bisschen später eingenommen wird. Deswegen sind unsere Schulspeisungsprogramme so wichtig, dass wenn die Kinder halt wirklich morgens so früh aufstehen, ich sag mal, wenn die um 4 Uhr aufstehen, schon Wasser holen, bis sie dann zu Fuß zur Schule gehen, um 8 Uhr an der Schule sein müssen, da fällt manchmal einfach das Frühstück oder solche Sachen hinten runter. Und dann ist natürlich bei uns Schulspeisungsprogramm 11 Uhr oder halb 12 oder je nachdem, wie die Lehrer das dann einteilen, dann so eine richtig tolle Mahlzeit zu kriegen, ne? Was richtig mit Reis und Ei und auch mal Fisch und so weiter. Natürlich total toll. Ja, und dann für die Eltern, wie gesagt, entweder haben die auch einen Beruf, also dem sie nachgehen, oder ist halt Selbstversorgung. Das heißt, je nach Jahreszeit wird dann auf die Farm gegangen, also aufs Feld, je nachdem, was angebaut wird. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, es kommt drauf an, ob es, das Fufu kann man nicht anbauen. Fufu besteht aus Kochbananen und Cassava. So, also Cassava. entweder Wurzeln oder so, das kommt auf die Jahreszeit an, wie bei uns auch, also Pflanzzeiten. Ja. Genau, da verbringen die den ganzen Tag, kommen nachmittags nach Hause. Ne? Und dann wird abends halt gekocht. So, also da ist so spät Nachmittag, abends wirklich dann, ich sag mal, die große Auch wesentlich Mahlzeit. als bei uns. Ja, natürlich, weil Dunkelheit und alles. Stichwort letzte Folge, 6 Uhr schalten die das Licht aus und das Ende Gelände. Ja, genau. Aha. So. Ja. Und warum willst du dann da unbedingt hin? Weil es einfach viel schöner ist. Es ist nicht ruhiger, weil generell ist schon immer so ein ziemlich lauter Geräuschpegel. Also wenn jemand ein Radio anhat, dann ist es so laut, dass irgendwie das ganze Dorf das Radio hört. Aber dann kann man einfach sagen, du kannst mal leiser machen, das ist mir einfach zu laut. Gut, ich bin halt anders, sag ich mal, sozialisiert, weißt du? Die Leute stört es irgendwie nicht, die wachsen so auf, aber mich stört es dann halt. Es ist einfach, ich fühle mich in so einer kleineren Gemeinschaft einfach wohler. Das ist einfach schön, weißt du, wenn du so deine Leute kennst und nicht in so einer anonymen Großstadt. Also ich meine, es gibt ja auch bei uns Leute, die sagen, du, ich fühle mich, also ich will in einer Kleinstadt wohnen oder auf dem Dorf. Ich finde es Rambazamba, ne, Berlin-Mitte, abgesehen von den Mietpreisen, ist genau mein Ding. So. Und ich bin einfach eher so ein Dorfkind und ich bin ja quasi, wenn ich sage, in Ghana groß geworden, also meine ersten 10, 15 Jahre war ich ja die ganze Zeit im Dorf und dieses Leben ist mir quasi vertraut. Ich habe ja da quasi neues Leben angefangen. Ich bin da hingekommen, war natürlich eine erwachsene Frau, aber habe mich da eingefunden und wie ein Kind erstmal alles gelernt. Ja, weil ich ja nicht wusste, wie man in der Umgebung sich bewegt, überlebt, bewegt, isst, trinkt, wo kriegt man die Sachen her und so, dass ich bezeichne das so ein bisschen als meine zweite Kindheit. Und damit fühle ich mich halt so verbunden. Weißt du? So, unterscheidet sich denn jetzt wenn du sagst, okay, in Accra, wo du wohnst, die Ghana in Accra, die um dich rum wohnen, sage ich mal, von denen, die am Land sind?
Also von, sag ich mal, Freunden. Also bei uns ist ja so, in den Städten, da ist immer jeder ein bisschen mufflig drauf und so ein bisschen schlecht gelaunt. Im Land ist es ein bisschen relaxter. Ist es da auch irgendwie, gibt's da auch irgendwie einen Unterschied? Ja, schon so, wenn du natürlich in so einer Großstadt wohnst, wo du auch so viel Druck hast durch Geschwindigkeit, im Sinne von, dass der Tag ja ganz anders strukturiert. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass die im Dorf nur in den Tag hinein leben, aber es ist doch einfach so eine ganz andere Geschwindigkeit der Gesellschaft. Ja? Und wenn es anonym ist, passt du halt auf deine Tasche, auf dein Portemonnaie und auf. Ja. Frankfurt Hauptbahnhof habe ich meinen Rucksack an mir dran. Wenn ich irgendwo in Hessen auf dem Land bin, dann packe ich mir den auf den Rücken, habe nicht Angst, dass einer da ständig die Hand reinmacht, weil da ist einfach keiner. Ja, so, klar. das ist so ein Lebensart, Lebensgefühl oder so, weißt du? Das ist halt was ganz anderes. Und meine persönlichen Aufgaben, wenn ich im Dorf bin, sind natürlich ganz andere, als wenn ich getaktet in meinem Büro sitze. Also, weißt du, wenn wir im Dorf sind, geht es meistens darum, was abzunehmen, also Strukturen abzunehmen, sich Fortschritte anzugucken, Videofotodokumentation, mit Leuten zu sprechen. Da muss man Zeit für haben. Das ist ja viel entschleunigter. Ja, als wenn ich im Büro sitze und alle 2 Sekunden mein Telefon klingelt, weil einer will da Zement, einer will die und das. Und Viktor fragt mich, was sollen wir jetzt da als nächstes machen? Und Happy hat angerufen, Social Welfare hat uns wieder 5 Kinder vor die Beine. Ja, klar. Weißt du, das ist einfach im Dorf ist viel entschleunigter, weil die Leute auch entschleunigter sind. Ne? Also Piano. So. Ja. Ist ein anderes Leben. Ja. Durch die Umgebung einfach. Ne? So Und würde ich sagen. wie wohnt man da? Ich muss immer sagen, das kommt darauf an. Ob wir jetzt zum Beispiel in dem Dorf, wenn wir da gerade was bauen, kann es schon mal sein, dass wir in so einer halbfertigen Schule dann einfach eine Matratze auf den Boden legen oder irgendwie so. Viel aber einfach auch aus Sicherheitsgründen, was ich ja schon beschrieben habe, einfach auch in so einfachen Gästehäusern, also 0-Sterne-Hotel sozusagen, übernachten. Und dann gibt es natürlich Gegenden, weil wir ja wirklich seit 25 Jahren überall in Ghana arbeiten, wo wir zum Beispiel so kleine Apartments haben. Also zum Beispiel in der Brong-Ahafo-Region, im Dorf Brody, in der ganzen Gegend, da haben wir in Brody ein Health Center gebaut und da haben wir so ein kleines Gebäude behalten mit 2 Räumen. So, da haben wir, ich sag mal, eine Anlaufstelle. Ja, das war ja das, wo wir auch schon waren. Ist es das? Genau. Und im Baumpflanzprojekt, jetzt aktuell zum Beispiel, pflanzen wir ja mit 49 Partnerschulen zigtausende Bäume. Da fährst du halt 10 Kilometer in die Richtung, 15 Kilometer in die Richtung und dann gehst du halt irgendwo an der Hauptstraße in der Mitte in so ein Gästehaus. Ja, weil natürlich, klar, in den Schulen, da ist nichts so. Stichwort, du musst halt total flexibel sein, weil du auch gar nicht genau weißt, wo du ankommst, weil du nicht weißt, wie spät es ist. Wenn du soweit bist, regnet es nicht. Jetzt ist gerade zum Beispiel Regenzeit, da kann dir der Regen komplett einen Strich durch die Rechnung machen und du wolltest noch 30 Kilometer weiterfahren in die nächste Gegend, sag ich mal. Es geht aber nicht, weil man sagt, boah, guck mal, da hinten kommt so ein Gewitter, lass uns lieber hier bleiben. Und da kann man auch nicht buchen. Oder bucht man auch nicht dann das eine Gästehaus, wo man dann gar nicht ankommt und zahlt dann 100%, weil man ja nicht angereist ist. Genau. Also das gibt's da auch. Ist eher so, okay, wo sind wir jetzt? Wie spät ist es? Kann man noch fahren, kann man nicht fahren? Klar, also man muss einfach sagen, die Überlandstraßen von den großen Städten zur nächsten großen Stadt ist einfach auch nicht sicher. Es gibt einfach sehr, sehr viel. Das hat sich wirklich auch verschlechtert in den letzten 10, 15 Jahren. Sehr viele Überfälle, sehr viele Armed Robbers auf diesen Überlandstraßen, wo man wirklich gucken muss. Also generell ist so ein bisschen, wenn es dunkel wird, solltest du da sein oder musst da sein, wo du einfach hin wolltest. Ja, das ist ja also auch was ich von anderen afrikanischen Städten oder Ländern schon gehört habe, dass das, also wenn es dunkel ist und da ist ja nichts beleuchtet und so, dann soll, also zum einen wegen der Überfälle und zum anderen auch wegen der schlechten Straßensituation, dass du auch einfach in ein Schlagloch reinfährst und einen Achsbruch hast, das will man ja schließlich auch nicht haben. Ja, also, genau, das kommt dazu. Das ist ja auch noch ein Thema, wo du sagst, okay, will ich nicht. Ja. Ja, gut. Ja, was gibt's noch so zum Dorfleben? Was ist dir da auch Positives noch aufgefallen, wo du sagst, das finde ich besonders schön? Na, ich bin halt jemand, der unheimlich gern in so einer Gemeinschaft ist, die sich einfach kennt, wo man sich grüßt, wo man, also weißt du, in seiner Großfamilie so einfach ist. Dieses anonyme Stadtleben ist eigentlich gar nicht meins. Wie ich gesagt habe, so bin ich halt in Ghana nicht aufgewachsen. Wir sind natürlich in total vielen Dorf zu Dorf und ich kenne auch nicht jeden überall, aber klar. So, wie sagt man hier, seine Pappenheimer. So seine Leute kennt man und das ist einfach total schön. Macht doch diese Arbeit so irgendwie greifbar. Ja, verstehe ich schon. Das würde ich schon sagen, dass das von der
Infrastruktur einfach schöner ist und da kann man sich halt einfach mal unterm Baum setzen, ne? Stichwort Accra, alles abgeholzt, Kumasi abgeholzt. Da kann man einfach dann mal sitzen und mal was trinken und sich einfach unterhalten. Es wird halt Der Norddeutsche, ich will jetzt als Münchnerin nicht sagen, der Preis, der sagt, wo man ein bisschen klönen kann. ja, genau. Wo man einfach, das Ganze vielleicht entschleunigt da. Ja, ein bisschen gemütlicher Genau. einfach alles. Und du kannst halt generell auch nichts erzwingen. Also wenn man sagt, das macht das Ganze dann auch so, es ist sowieso, wie ich gesagt habe, so viel Druck, weil man so flexibel sein muss. Und da lernst du halt wirklich, nicht weil du faul bist, sondern musst einfach die Dinge annehmen. Es ist jetzt so, wie es ist. Wir hätten gerne den Dachgiebel bis zum Ende der Woche fertiggestellt. Geht jetzt aber nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Kein Holz, kein Auto, regnet oder was auch immer. Ja. So, es ist einfach so, wie es ist. Ja. Bei uns muss man einfach fairerweise sagen, dadurch, dass wir so gut vernetzt sind und das einfach ja seit 25 Jahren machen, kennen wir halt überall in Ghana immer irgendjemanden, der irgendwo helfen kann. Ja. Ja? Und das macht es natürlich hilft. einfacher. Ja, ist klar. Diese Strukturen haben wir halt nach und nach aufgebaut. Ich meine, das ist klar, wenn jemand hier 25 Jahre ein Unternehmen hat, dann kennt er auch in jeder Stadt irgendwie jemanden, der immer aushelfen kann, als wie wenn du gerade neu angefangen hast. Ja, super. Ja, gut, dann willst du noch irgendwas hinzufügen, was dir noch wichtig ist, so fürs Dorfleben? Ich finde es einfach sehr schön, dass da so der Zusammenhalt, klar, je kleiner die Gemeinschaft, dann kennt umso man sich stärker. einfach. Ne? Und diese ganze Landflucht, die wir überall auf der Welt haben, das ist nicht nur in Ghana, das ist überall, das ist was mir einfach ein bisschen Sorge bereitet. Einfach, der Mensch ist für mich einfach viel stärker in der Gemeinschaft, weil man dann mehr erreichen kann. Also gerade wenn die Umstände einfach so widrig sind, ja, wenn du hier einen Reifen wechseln musst und dir niemand hilft, wie willst du das machen, wenn du nicht stark genug bist? Ja, klar. So, und da ist irgendwie noch so das Überleben, das Zusammenleben, ist einfach die Gemeinschaft stärker. Und mir macht es generell einfach, Angst ist das falsche Wort, aber Sorgen, dass viele Leute einfach aus den Dörfern abwandern in die großen Städte. Logisch, man sucht nach dem Besseren, wo mehr Leute sind, erhofft man sich dann mehr Ressourcen. Und es ist aber dann ein Trugschluss, weil es da gar nicht besser ist, sondern oft noch schlechter, wie wir ja auch an dem Projekt mit den Kumasi-Frauen sehen. Genau. Ja, Also das die ist so ein die bisschen vom so der, Regen in die Traufe kommen, sage ich mal. ja, das ist der Trugschluss. Und dieses Abwandern wirklich von den, was man auf Englisch diesen Brain Drain, ne? Also die Leute, die gut gebildet sind. Und da reden wir jetzt nicht immer vom Professor und vom Doktor, sondern einfach jemand, der ist gut gebildet, ist ein guter Handwerker, ja, jemand, der Sachen wirklich gut machen Eine kann. Krankenschwester. Dass die halt alle ihr Glück im Ausland suchen wollen, was man ihnen auch bei der Infrastruktur nicht verübeln kann. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wirklich auch die Regierung guckt, dass die Umstände bei uns im Land besser werden, damit wir mit diesen Leuten, das die Land mehr anführen aufbauen können, die kann. leiten, dass wir das aufbauen können. Denn bei uns ist auch schön, in Ghana ist auch schön, da kann man ganz viel machen. Und da läuft es mit kalten Rücken runter, wenn ich halt so Posts von der Regierung sehe, jetzt machen wir einen Austausch mit Krankenschwestern mit Jamaika oder so. Damit will ich nicht sagen, dass die Gesellschaft dem Individuum sagen soll, wo es zu arbeiten hat. Ja? Aber wenn man das generell nicht so eine Agenda macht, sondern dass man schaut, dass es den eigenen Leuten einfach besser geht, weil es einfach auch auf dieser Seite des Zaunes schön ist. Ja? Ja, klar. Ohne, dass ich den Leuten vorschreiben will, wo sie leben sollen. Aber wenn halt alle Guten gehen, und damit meine ich nicht, dass die zurückbleiben alle nicht gut sind, aber weißt du, die Gesellschaft braucht halt Träger, die Gesellschaft tragen. Ja, und manche machen einfach mit und manche tragen. Ja. Das ist einfach so, das ist überall so. Ja. So, und die es tragen, können auch einfach von ihrer Kapazität, warum auch immer, wenn wir die verlieren, dann ist natürlich düster. Ja, klar. So, und deswegen Stichwort Dorf, sehen wir auch die Abwanderung. Die Jugend, was soll die da? Was wollen die da? Es sei denn, sie übernehmen die Kakaofarm, es sei denn, sie übernehmen die Farm oder wie auch immer. Dies ist halt kein Ausblick für die im Jahr 2025, im Jahr 2030. Die sehen auf Social Media Sachen, die auch nicht so sind, wie sie sind. Und das ist so die Schattenseite von dem Ganzen. Aber da denke ich, da trägt ja Madamfo doch schon gut bei, weil wenn ihr dann in den Dörfern eine Schule baut oder einen Brunnen, dann wird das ja für das Volk vor Ort leichter und dann gehen die Kinder schon mal da in die Schule und dann Bildung ist selber so ein Wort. Das ist ja ganz wichtig. Also wenn man natürlich das eigene Volk immer dumm hält,
dann ändert sich da ja auch Nee. nichts. Und wenn dann du sagst, okay, ich mache jetzt da eine Schule, dann gehen die Kinder da mal hin und dann ist dann mal ein Grundstein schon gelegt. Das Ja, ist ja, ja schon absolut. ganz wichtig. Absolut, absolut. Ja. Man muss einfach, wie bei uns, die Bedingungen verbessern. Ja, Ne? So, ja. dass einfach das Leben da auch einfach Spaß macht. Ja. Das Leben ist ja nicht nur Überleben, das Leben ist auch Kunst und Kultur und Lachen und Tanzen und Ja. Buch lesen. Ja, Und ja, wir klar. reden immer nur ums was wir reden, ist ja Überleben, nur Ja. Dasein. Das Ja. Dasein ist ja mehr als nur Dasein. Ja, ja, So, genau. ne? Mhm. Und das ist aber eben, wenn es dann ist auf dem Dorf, einfach schöner. Ja, So, ist, ist mein Empfinden. ist ne? klar. Ja, das ist ja dann. Ja gut, also ich denke, dann haben wir euch auch jetzt mal einen Einblick gegeben, wie es denn auf dem Dorf wäre. Ja. Also falls ihr euch entschließt, ja, in Ghana gibt es viele Dörfer, also man könnte auch da noch auf dem Dorf leben. Also da seid mal gespannt, was wir dann beim nächsten Mal für ein Thema für euch haben. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugeschaut und zugehört habt. Ja, freue mich auch. Wie immer, mein Aufruf gilt, schreibt uns eine E-Mail gerne an podcast@madamfo-ghana.de oder einfach über das Kontaktformular auf unserer Website. Wir freuen uns jederzeit auf Rückmeldungen. Ja, immer. Wir danken allen, die sich bei uns zurückmelden, die uns Themenvorschläge schicken. Die auch mal eine kritischen Sache uns haben, weil wir lernen ja auch immer dazu. Genau, das ist ein Podcast, der wirklich von uns gemacht wird mit der Unterstützung von unseren lieben Leuten aus Saarbrücken. Ne? An die mal liebe Grüße. Das ist kein hochproduzierter Podcast, deswegen. Es ist, wie wir sagen, eine Herzenssache. Wir sind vor Ort für euch und lassen euch wissen, was los ist. Also, teilt den Podcast, subscribt, liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.